Wer Frühling in Freiburg sucht, erlebt Überraschungen. Jetzt geht's Gassi. Wenn der Frühling irgendwo früh vorbeischaut, dann ja wohl in Freiburg. Und wer weiß wie, der kann sich den Frühling sogar mitnehmen. Lecker. Freiburg liegt am Rande des Schwarzwalds und ist die südlichste Großstadt Deutschlands. Bevor wir uns um den Frühlingsduft kümmern, besuchen wir im Nordwesten der Stadt zunächst mal den Seepark. Der Botanische Garten garantiert frisches Grün und informiert auch über Bionik. Markt, Street Art und Shoppingerlebnis warten in der Innenstadt, bevor es auf den Hausberg Freiburgs, den Schauinsland, geht. Ein Ausflug zum Tierpark Mundenhof mit Begleitrindvieh runden die Frühlingstour in Freiburg ab. Der Seepark. Das ist der Flückiger See und jede Menge Grün drumherum. Der entspannte Ausflugsort ist nur 3 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Ein Badesee in der Großstadt? Wo gibt es das schon? Jetzt ist es vielleicht noch ein bisschen kalt zum Schwimmen. Aber Sport geht immer. Zum Beispiel mit der Sportbox. Oh! Wow. Da ist ja eine Menge drin. Hm? Beachvolleyball, Speedminton, Indaka. Was ist das? Ah, Fußball. Frisbee, Pool. Ich entscheide mich mal für die Hanteln. Nur die App für die Sportbox kostet 50 Cent. Danach ist alles umsonst. Muss man halt reservieren und später wieder aufräumen. Umsonst und ziemlich genau gibt es auch die Uhrzeit. Allerdings nur, wenn die Sonne scheint. Der Botanische Garten Freiburgs ist zu jeder Jahreszeit eine Schönheit. Schon im Frühling sprießt hier ganz natürlich eine Blüte nach der nächsten. Und falls es doch mal kalt ist oder es regnet, im Gewächshaus bleibt es immer kuschelig grün. Der Botanische Garten gehört zur Universität und folgerichtig kann man hier noch etwas lernen. Zum Beispiel über die Bionik, also Technik nach dem Vorbild der Natur. Durch die Gewächshäuser und den Garten führt ein ganzer Bionik-Lehrpfad. Professor für Bionik in Freiburg ist der Biologe Thomas Speck. Das ist jetzt kein Zufall, dass Sie eine Pomelo in der Hand haben. Was hat es mit der auf sich? Ja, nee, nicht wirklich. Also die Pomelo ist eine der Früchte, die unglaublich gut dämpfen. Sie können sie aus 3 Stockwerken hoch runterfallen lassen, ohne dass was passiert. Ich zeige es Ihnen jetzt mal. Keine 3 Stockwerke, aber immerhin. Ups. Oh, tatsächlich. Und das Spannende ist, bei der Pomelo, schauen Sie mal, die ist völlig unversehrt. Und wenn man sich das überlegt, früher gab es ja diese Wunderbälle, die man runtergeworfen hat, so Flumis, die hat man sie wieder gehabt. Und die Pomelo ist ein Anti-Flumi. Das heißt, die springt praktisch, wenn ich sie aus 10 Meter runterwerfen lasse, weniger als 1 Meter zurück. Und das war unser Ideengeber für eine neue Art von Dämpfungssystem für Fahrradhelme, für Reithelme, für alle Arten von Helmen. Und wenn Sie jetzt mal draufdrücken hier, dann sehen Sie, dass es unglaublich gut die Energie wegnimmt. Ja. Es ist richtig zäh und weich. Und das kann man richtig reindrücken. Das Schöne ist, es kommt da wieder zurück bis zu einem gewissen Punkt mit einer gewissen Zeitverzögerung. Schlaue Natur.
Würde ich schon sagen. Vor allem eben viele, viele Millionen Jahre von Evolution. Und das Ganze haben wir dann eben umgesetzt in so einen Fahrradhelm. Und in so einen Fahrradhelm. Also das heißt, jetzt hat man die quasi nachgeahmt. Ne? Das ist ja quasi der Sinn. Nein, wir lieben das Wort neu erfunden. Wir lassen uns quasi inspirieren von der Natur. Das ist sehr schön. Bioinspiration. Deshalb heißt eigentlich das allgemeinere Wort auch Bio-inspired, bioinspirierte Forschung. Das harte Außen, das uns schützt, wenn da ein Stein liegt, das ist von der Kokosnuss oder von der Macadamia inspiriert. Und dann haben wir innen eben diese Schäume. Und was man hier schon sieht, genau wie die Frucht, sind hier diese Faserbündel. Die sind hier als solche Glasfaserbündel eingebracht. Was die Natur einem eigentlich alles für Ideen liefert. Es ist schon unglaublich faszinierend, vor allem wenn man sich überlegt, so ein Garten, so toll er ist, der spiegelt ja nur einen ganz kleinen Bestandteil wider. Also wir haben 6.000 Arten, insgesamt gibt es 500.000 Arten. Gell? Und das hier ist jetzt sowas wie angewandte Bionik? Es ist angewandte Bionik, Baubionik. Das ist, was wir zusammen mit den Kollegen von der Uni Stuttgart gemacht haben. Und es ist momentan so ein bisschen mein Lieblingsbauwerk. Wer stand hier Pate? Der hier. Und da werden Sie sich wahrscheinlich wundern. Das ist das Holz von einem Kandelaberkaktus. Also von dem Säulenkaktus, wie man ihn aus den Schwestern kennt. Und das ist ein ultraleichtes Holz. Wenn Sie mal in die Hand nehmen, das wiegt gar nichts. Und können Sie auch mal dran versuchen zu biegen. Und das ist wirklich extrem stabil. Und das ist genau der Trick dabei. So leicht und trotzdem so stabil. Und das liegt eben an der Struktur. Also wenn Sie da mal drauf schauen, das ist so eine Netzstruktur. Und diese Netzstruktur ist natürlich optimiert auf die Lasten. Und da sind wir auf ein Material gekommen, das man seit der Jungsteinzeit kennt. Und das sind Flachsfasern. Okay. Sehr stabil. Ist eines der ältesten Fasernutzpflanzen, die es gibt. Und hat gegenüber von Holz, was ja auch ein tolles Material ist, 2 riesen Vorteile. Sie müssen warten, bis das Holz gewachsen ist. Flachs können Sie mindestens einmal pro Jahr, manchmal sogar 2-mal pro Jahr ernten. Und der große Vorteil ist, dass Flachs so anspruchslos ist, dass er auf Böden wächst, wo keine Nahrungsmittel wachsen. Das heißt, wir treten nicht in Konkurrenz zu Getreide, von Kartoffeln oder Mais. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Zu den Wasserspielen der Stadt gehört die Dreisam, die übrigens auch die berühmten Bächle, die kleinen Kanäle, in der Stadt speist. Ganz in der Nähe des Münsters liegt die lauschige Konviktstraße und genau dort dieser sinnvolle Laden. Düfte sind die Spezialität des Hauses und man kann sogar sein eigenes Parfum entwerfen. Also für mich riecht eigentlich so der Frühling. Ich weiß nicht, wenn ich den jetzt in Worte bzw. in einen Duft packen würde, würde ich sagen Flieder oder sagst du, riecht der Mai vielleicht oder Maiglöckchen? Maiglöckchen? Düfte sind überhaupt was ganz Persönliches, gell? Das stimmt. Das ist tatsächlich auch kulturell bedingt. Also unter anderem auch, wie man aufgewachsen ist, ob man einen Duft mag oder nicht. Und dann ist es auch sehr stark mit Emotionen verknüpft. Und dass, wenn man etwas riecht, das dann direkt eine Erinnerung auch hervorruft. Also, dass man dann sofort denkt, das riecht wie bei meiner Oma oder wie im Kindergarten. Oder Maiglöckchen riecht ein bisschen nach Oma. Ja. Oder? Ja? Wie hieß das nochmal? Vetiver. Vetiver. Ist eine Wurzel. Eine Wurzel. Genau. Das ist so ein Gras, das ist relativ unscheinbar. Aber riecht intensiv, du. Das Veilchen.
Waldspaziergang und dann irgendwie so ein kleines blaues Pfeilchen. Ich entscheide mich jetzt, glaube ich, für Sandelholz. Reicht es jetzt für ein Parfum schon oder würdest du noch was empfehlen? Für den Start würde ich sagen, reicht es. Ich vergleiche Parfüm kreieren immer mit Kochen. Wenn man einen Anfängerkochkurs macht, dann ist es auch besser am Anfang nicht zu viele Zutaten zu verwenden, weil man sonst gar nicht mehr weiß, wie man womit anfängt. Gut. Genau, und jetzt kannst du die Duftstreifen, die du ausgewählt hast, zusammennehmen in die Hand. Du kannst alle 4 nehmen. Ich denke, dass das passt. Irgendeiner ist, ich glaube, der Lavendel ist stark. Ich glaube, den vielleicht ein bisschen. Zieh den mal einfach so runter und dann kannst du noch mal fächern. Dann ist es so, Also als, so runter? genau, so in der Hand ein bisschen runter und dann ist es so, als würdest du den in den Hintergrund stellen. Oh, Darf ich es mal probieren? gerne. Sag mal du. Ich finde, das passt ganz gut. Es ist sehr, sehr frisch, sehr spritzig. Vielleicht Frühling mit einem Hauch von Sommer. Gut. Sag mal, gibt es eigentlich auch bei Düften sowas wie ein Trend oder anders, dass man sagt, so, das trägt man jetzt und die Leute lassen sich es tatsächlich aufschätzen? Oder ist es was ganz Persönliches wirklich? Es gibt natürlich, so wie in der Mode, auch Trends und viele lassen sich auch von dem ganzen Marketing natürlich sehr verleiten. Ich versuche das hier in meinem Ladenkonzept auch sehr clean zu halten. Es ist natürlich auch so, dass unterbewusst auch Parfümflakons, also die Farbe von Verpackungen oder Flakons oder Design, auch unterbewusst schon auf dich wirkt und du deswegen den Duft magst. Da finde ich das ganz gut, wenn man auch selber seine Intuition stärkt und sehr auf die Gefühlsebene geht und gar nicht so auf diese Kopfebene. Jetzt noch meine Lieblinge im richtigen Verhältnis mischen. Ich finde das auch sehr, sehr angenehm, schön weich und rund und trotzdem sehr frisch. Hochskaliert und dann mit Alkohol aufgefüllt entsteht er, der eigene Frühlingsduft. Wow, Mensch. Inge, jetzt habe ich meinen eigenen Duft kreiert. Ja, super. Klasse. Freiburg ist kreativ. Für die aktuellen Farben der künstlerischen Saison hat die Stadt extra Flächen zur Verfügung gestellt, die auch genutzt werden. Auch die Street-Art-Szene hat ja ihre eigenen Gesetze. So oder so, überall in der Stadt sind kleine und große Schätze zu finden. Ein Besuch auf dem Münsterplatz ist Pflichtprogramm bei jeder Freiburg-Reise. Und selbst wenn das Wetter grau ist, eine Option bleibt. Bunte Blumen gibt es immer. Boah, da geht mir gleich das Herz auf. So viel Farbe hier und viel Tradition bei Ihnen auf dem Stand, ne?
Wie lange gibt es Sie schon? Also den Stand hier auf dem Vierte Generation, letztes Jahr 140 Jahre. Oh, ich meine, Also ich merke auch immer noch, dass viele ältere Leute, die mit 80er herkommen, noch schwärmen von meinem Vater oder von meiner Oma. Das ist eigentlich schon toll. Ich meine, ich habe es ja eigentlich selber miterlebt. Ich bin hier noch mit dem Bulli mitgefahren in der Setzlingkiste, unangeschnallt auf dem Münsterplatz. Da war es schon anders. Da hat man einfach nur ein paar Blumensetzlinge gehabt, ein paar Stiefmütterle. Also, und da war alles noch in so schwere Tontöpfe. Das war ganz anders, der Markt. Denn heute hast du wirklich das volle Programm. Eine Schachbrettblume, wirklich eine wilde Tulpe. Man muss wirklich was Besonderes anbieten. Ist es was Besonderes, hier auf dem Freiburger Markt zu sein, auch für Sie? Ja? Also es ist schon einer der schönsten Märkte auf der ganzen Welt. Also wenn ich wirklich mal oft unterwegs bin, ich denke immer, das Traditionelle ist wahnsinnig schön. Es ist wirklich ein toller Markt. Und wann gibt es die erste Wurst? Oder Kaffee? Also es gibt erste Kaffee, der ist mal ganz wichtig, da brauche ich mal Ruhe. Und wenn es so kalt ist, aber wie heute, dann esse ich auch mal Wurst. Und dann heißt es bei den Wurstleuten, auch heute ist es kalt, heute kommt Mirjam zum Wurstessen. Also, danke und alles Gute. Danke, tschüss. Das sieht gut aus. Alles Bio? Ja, wir haben Bio, da haben wir Demeter und Bioland. Manchmal Naturland von unseren Nachbarn zu kaufen. Aber alles nach Bio-Richtlinien, genau. Und jetzt hier muss man sagen, also ich meine, der Freiburger Markt, das ist ja eine Institution, ne? Und auch eine eingeschworene Marktgemeinschaft, Ja. oder? Ihr seid noch gar nicht so lange dabei. Wie wurde die aufgenommen so hier? Aufgenommen wurden wir richtig gut. Also wenn es hier darum geht, zum Beispiel, dass morgens der Wagen hingefahren werden muss oder ich weiß nicht, wenn man nur noch große Scheine hat oder so, wir wurden gut aufgenommen. Das hat gut geklappt. Okay, also jeder gibt mal, komm, ich habe ein bisschen Kleingeld noch übrig, wir wechseln schnell für dich oder so. Ja, das klar. Also ich glaube, manchmal werden wir schon ein bisschen beäugt, wenn unsere Möhren arg klein sind oder so. Oder der Kohl nicht so proper, dann werden wir schon beäugt. Aber keiner von uns hatte das Gefühl, dass wir hier irgendwie was Außergewöhnliches oder so. Okay, Mensch, und vielen Dank. Ja. Schlangen wird immer länger. Ich lasse es gerne. schaffen. Macht's gut. Tschüss. Ach so, und die gotische Kulisse für den Markt ist selbstverständlich auch ein Besuch wert. Genauso wie die Fahrt zum Hausberg Freiburgs, dem Schauinsland. Gelassene 20 Minuten überwinden knapp 750 Höhenmeter. Die Bahn selbst war zu ihrer Zeit ein kleines technisches Wunder. 1930 wird sie als erste Großkabinen-Umlaufseilbahn der Welt in Betrieb genommen. 10, damals noch größere Kabinen, inklusive Schaffner, brachten im seinerzeit atemberaubenden Tempo die Menschen auf den Berg. So wurde das früher hier quasi betrieben. Das ist der historische Fahrstand der Schauinslandbahn in Freiburg. Genau, war so, wie man hier sieht, von 1930 bis 1988 in Betrieb, voll funktionsfähig, wurde dann 1988 außer Betrieb genommen, aber erhalten, glücklicherweise. Man sieht noch recht wenig Information hier, aber es war auch noch eine stark mechanisch geprägte Seilbahn damals, die Technik. Das war quasi sein Gaspedal. Hier konnte er vorwärts, rückwärts. Jetzt passiert da unten hier nichts. Nee, passiert nichts. Ja, da muss man schon ein bisschen. Einfach mal vielleicht so zum Anschauen. So ein Stück Tragseil, das ist ein sogenanntes vollverschlossenes Tragseil. Fühlt sich schon an wie ein Rohr, wenn man so anfasst. Oh,
Voll schwer. Ja. Das war früher 1930, hat man damit gefahren. 1930 hat man die schon aufgezogen. Der Meter wiegt 14 Kilo. Man sieht Formträte, voll verschlossenes Seil. Habe ich natürlich einen wunderschönen Fahrkomfort wie auf einer Schiene. Im Prinzip kaum Fahrgeräusche. Wenn Sie so eine Litzeseil nehmen wie unser Zugseil als Fahrschiene, hier hätte sie natürlich enorme Abrollgeräusche. Für ein Seil ist das wenig elastisch, ja? Okay, aber das war ja damals schon so eine Meisterleistung, ein Riesending für Freiburg, oder? Das war ein Riesending für Freiburg, wenn man sich überlegt, Freiburg hat damals 90.000 Einwohner gehabt, hat sich diese Bahn geleistet und man ist hingegangen, hat anlässlich der Eröffnung bis nach den USA berichtet. Heute ist es natürlich alles hier sehr viel moderner. Hm? Heute sind wir voll auf Computerbasis. Lichtwelleleiter zwischen den Stationen als Informationslinie. Den Blick hinter die Kulissen der Schauinslandbahn kann übrigens jeder werfen. Bei einer geführten Techniktour. Hier jetzt auf den Kopf aufpassen. Und hier hängen jetzt die ganzen Gondeln dran, oder wie? Da hängen die ganzen Gondeln dran. Die aus der Talstation kommen, die runterfahrende. Die komplette Kraftübertragung findet hier an diesem Antrittsrad statt. Wenn ich da runter gucke, wird mir ganz schwindelig. Wie geht's Ihnen? Ja, man gewöhnt sich dran. Und man ist ja nicht den ganzen Tag hier drogen. Was macht die Schauinslandbahn heute noch einzigartig? Wir sind nach wie vor die längste Kabine-Seilschwebe-Umlaufbahn Deutschlands mit 3,5 Kilometern. Wir sind ein eingetragenes Technikdenkmal. Die Natur hier droben ist einzigartig. Und dann natürlich der grandiose Ausblick. Straßburg, Basel, die Alpe hinten raus. Auf den ersten Blick gar nicht zu erkennen, aber in Günterstal, Freiburgs südlichsten Stadtteil, wächst ein wirklich außergewöhnlicher Wald. Ein riesiges Arboretum, also eine Sammlung exotischer Bäume und Gehölze. Warum hat man das hier alles überhaupt mal angelegt? Ja, das war so um die vorletzte Jahrhundertwende herum. Freiburg hat versucht, attraktiver zu werden, Bevölkerung hierher zu locken, eine wohlhabende Bevölkerung. Da haben wir beispielsweise diese Wallstraße gebaut. Die geht um ganz Freiburg herum, die ist sehr breit angelegt. Man ist damals mit Kutschen durch den Wald gefahren. Und man hat den Wald beispielsweise auch solche Brunnen angelegt und verschiedene Pflanzenarten aus der ganzen Welt hierher gebracht, um den Wald attraktiver zu machen. Fußwege angelegt und damit letztlich auch den Grundstein gelegt für diese Vielfalt an verschiedenen Baumarten. Also so ein Exotenwald hat damals die Menschen angelockt? Also das war was Besonderes? Nee, das war was Besonderes. Also das ist ein Mosaik, letztlich aus ganz vielen solchen Punkten. Aber diese Erschließung des Waldes, das war durchaus eine wichtige. Und den Wald attraktiver zu machen, indem man Exoten gepflanzt hat. Damals war das wirklich was Besonderes. Und nehmen es die Freiburger an, oder? Ich denke schon, es könnte wahrscheinlich noch präsenter sein im Bewusstsein. Aber dass die Leute hier flanieren und schauen, das findet immer noch statt. Ja. Also ist fast so was wie ein Geheimtipp? Würde ich so sagen, ja. Über 1300 verschiedene Baum- und Strauchsorten aus aller Welt sind hier zu Hause.
hier eine Birke aus China. Auch noch junge Mammutbäume. Das hier ist aus China hier. Okay. Stranvesia. Dann hier Kalifornien, der Fühlbaum. Ist relativ stachelig, das Ganze. Fühlbaum? Was fühle ich denn? Oh, das ist die kalifornische Nussalbe, also in dem Fall aus Kalifornien. Geht's denn immer gut? Also kann man tatsächlich jeden Baum hier ins Freiburger Klima setzen? Nein, wir haben jetzt auch hier, steht gleich eine Magnolie. Es gibt ungefähr 300 verschiedene Magnolienarten. Die meisten sind tropisch, subtropisch. Und vielleicht 20 von den 300 würden bei uns im Klima auskommen. Ist so ein Arboretum schon ein Stück weit sowas wie so eine kleine Versuchsstation, oder? Auf jeden Fall. Ja, auch für die Zukunft? Auf jeden Fall. Also in verschiedene Richtungen. Es bleibt dann immer spannend. Verschiedene Baumarten hybridisieren ja auch. Also Tannenarten beispielsweise. Sodass vielleicht dann irgendwann ein Nordamerikaner mit einem Chinesen zusammenkommt. Und wenn man dann weiß, dass vielleicht nach 30, 40 Jahren erst so eine richtige Wachstumsphase einsetzt und dann irgendwelche Pilze beispielsweise das angreifen, dann kann das eine Gefahr sein, aber auch gleichzeitig eine Chance im Klimawandel, dass die vielleicht viel besser wachsen können. Also das wird spannend, das zu erleben. Und das ist, würde ich sagen, ein großes Freilandexperiment. Bei einer heimischen Pflanze würde Förster Klaus Echle gerne das Image ein wenig aufbessern. Nette, hier habe ich mal noch ein großer Efeu. Das gibt es gar nicht mehr so häufig, weil die Leute anfangen, die abzusägen. Das sieht man auch, da hat jemand wohl schon dran rumgesägt. So ein Efeu. Genau, es kann auch deutlich stärker werden. Ja. Das Efeu versucht, an den Bäumen hochzuklettern. Und ich glaube, die Leute hatten Angst, dass das wie so eine Würgefeige den Baum erwürgt. Ist aber nicht so, der haftet sich einfach an. Und Efeu ist unglaublich wichtig für die Ökologie, also für uns im Wald, sind wahnsinnig viele Insekten, Säugetiere, Vögel. Das Efeu blüht im Oktober, sodass dort eigentlich noch viele Insekten unterwegs sind und dann im Prinzip diese Blütenpracht noch nutzen kann. Die Früchte werden im Januar reif, auch dort haben die Vögel eigentlich nichts zu fressen. Und deswegen hat es eine sehr große Bedeutung und es ist für uns immer ein Ärgernis, dass man solches Efeu wegsägt, das eigentlich im Wald keinen Schaden macht. Und wenn die Bäume mal gar nicht mehr wollen, dann werden sie zur Kunst. Auf dem Skulpturenpfad Baummenschen. Kunst also selbst hier im Wald. Dass die langsam verrottet, gehört zum Konzept von Künstler Thomas Rees. Auch immer im Wandel das Holbeinpferd. Steht ganz brav auf dem Rückweg vom Arboretum im Freiburger Stadtteil Wiehre. Man weiß eigentlich nie, wie es gerade aussieht. Seit den 1950er Jahren steht es hier und die Freiburger, die übermalen es immer wieder. Diesmal war wohl einer verliebt. Ab und an werden dann die Lackschichten wieder runtergeholt, dann steht es kurz sauber da. Und dann geht's wieder von vorne los. Das Krokodil an der Gerberau ist mindestens genauso berühmt wie das Pferdchen. Mr. Robinson, Jesus love you more than you will know. Whoa, whoa, whoa. God bless you, please, Mrs. Robinson. Heaven holds a place for those who pray. Freiburg lohnt für Kunst und Architekturfans. Sitting on a sofa on a Sunday
Und wer auf den Straßen Freiburgs nicht genug bekommt, kann natürlich Museen erkunden. Mit Kunst von modern bis Klassik. Oder man zieht sich ein Stück Kunst bei Frau Müller in der Fischerau und ihrem Kunstautomaten. Jetzt wird's spannend. Der Gott der adipösen Volkserzieher. Das Werk trägt den Titel Der Gott der hässlichen Organspenderin. Okay. Ja. Langweilig wird es so schnell nicht in Freiburg, auch was das Thema Shopping angeht. Denn hier gibt es sie noch, ungewöhnliche kleine und feine Geschäfte. Somebody like you used to be afraid of love and what it might do. But goddamn, you got me in. Alter Schrankkopf. Oh, das sieht ja toll aus. Was ist das jetzt? Darf ich da mal ran? Ja, selbstverständlich, sehr gerne. Das ist ein Schrankkoffer oder ein alter Überseekoffer, den ich zum Schrank für Preziosen ausgearbeitet oder umgearbeitet habe. Das heißt, da kann man jetzt irgendwie Wäsche reinmachen oder irgendwas? Das, was einem lieb gewonnen ist, also manche denken, es wäre ein Schuhschrank wegen dieser Klappgeschichten, daher kennt man das, aber ich würde wahrscheinlich eher Wäsche reintun oder irgendwelche Sammelgeschichten oder was auch immer. Das ist eine ganz tolle Idee, aus alten Dingen Neues machen, also eigentlich ihnen ein neues Leben zu schenken. Das nennt man, da hat auch so einen schönen englischen Ausdruck. Upcycling. Upcycling. Sieht total eigentlich auch wieder neu aus. Manches machst du dann auch ganz neu, das hier beispielsweise, oder? Nee, das ist original. Ich habe Glück gehabt, das ist Leder, ich habe frisch eingefettet, deswegen sieht es vielleicht neu aus. Der Koffer ist, außer das Innenleben, komplett im Originalzustand. Sehr Wahnsinn. Das ist doch toll. Und auch hier sowas, ein Aufkleber, das lässt du einfach drauf? Ja, also speziell die Aufkleber, finde ich, die erzählen Geschichten. Und das ist das Tolle, wenn man weiß, der Koffer war, also diesen kann man jetzt leider nicht so gut lesen, aber es gibt Aufkleber, da sieht man halt, der Koffer war schon in Nizza oder in wo auch immer, Innsbruck. Und das ist toll, wenn man einfach eine Geschichte dazu kauft oder dazu hat. Ja. Und es ist natürlich reine Handarbeit, das machst du alles selbst? Ja, ja. Also klar, das Innenleben hier, das ist eine Tapete, die habe ich gekauft. Ja. Es hat auch schon jemand mir unterstellt, ich hätte das gemalt. Habe ich mich sehr geehrt gefühlt, aber ich kann überhaupt nicht malen. Und deswegen, das ist eine Tapete, die einfach rein tapeziert ist. Hast du das irgendwie mal gelernt? Nö. Also ich mache immer schon handwerkliche Tätigkeiten, aber immer nur für mich selbst. Ich habe für unsere Familie immer die Schränke und Regale gebaut und irgendwann hat meine Frau gefragt, geht das auch in schön? Und dann habe ich angefangen, auch darüber nachzudenken. Eben nicht nur praktikabel zu bauen, sondern auch, dass es schön aussieht. Auf dem Gelände einer Freiburger Brauerei entstehen die guten Stücke. Da hast du aber ganz schön was angesammelt hier, hä? Oh ja, das ist so die Sammelleidenschaft und das nicht stehen lassen können. Egal, man kriegt was angeboten, man findet was, das ist einfach schön. Und das ist ja nur das Oberflächliche. Ich habe ja noch ein Lager, wo noch viel mehr Sachen stehen, von denen ich mich auch nicht trennen kann. Und wo mich die Panik umtreibt, was mal passiert, wenn ich das Lager irgendwann mal ausräumen muss. Und die ganzen schönen Ideen. Ja. Das hier ist jetzt das, was du gerade in der Mache hast, oder wie? Das ist eins der nächsten Stücke, die ich beginnen möchte. Genau, auch ein wunderschöner alter Koffer mit so Lederbordüre oder Lederbesatz. Den habe ich auch auf dem Flohmarkt gefunden und der ist jetzt wirklich so original, so wie ich ihn gefunden habe oder gekauft habe. Und jetzt sieht man halt, von innen ist es eben nicht schön. Also so sieht es noch okay aus, aber wenn ich jetzt mal so mache, ja, dann sieht man, da ist schon Feuchtigkeit und Muff und alles und noch Mögliche. Alte Kärtchen. Genau. Hast du schon Liebesbriefe gefunden? Ich habe schon Sparbücher gefunden tatsächlich.
Habe versucht, den Besitzer, die Besitzerin rauszufinden, ist mir aber nicht gelungen. Waren aber auch nur irgendwie 20 Francs drauf oder so. Also ich denke mal, dass ich ihn auf Rollen setzen werde. Also das wird wahrscheinlich eine rollbare Bar oder sowas. Das heißt, es kommen alte, stabile Rollen drunter und dann steht er zwischen dem Sofa oder irgendwo im Wohnzimmer. Und wenn man möchte, macht man auch, entweder sind Zeitungen drin oder Bücher. Es müssen jetzt keine Flaschen, kein Alkohol sein, aber wäre eine Möglichkeit, dass man halt hier Gläser und was auch immer drin hat. Und dann rollt man sich dahin, wo es gerade das Aperitif geben soll. Ist es so auch ein bisschen eine Herzensangelegenheit, sowas zu machen, so Upcycling? Ja. Auf jeden Fall. Also es geht nicht darum, möglichst schnell fertig zu sein und möglichst wenig Zeit reinzustecken, sondern es geht darum, möglichst was Schönes herzustellen. Das ist so mein Ding. Und deswegen gucke ich auch nicht auf die Uhr. Also ich habe, wie gesagt, ich weiß immer nicht, wie viele Stunden ich an welchem Werkstück gesessen habe. Wie bist du nach Freiburg gekommen? Mit meiner Band tatsächlich vor 30 Jahren. Wir haben sehr viel Straßenmusik gemacht. Als Schüler sind wir, also nicht als Profis, sondern damals noch nicht als Profis, sind wir durch Europa getourt, durch die Fußgängerzonen und sind einfach in Freiburg hängen geblieben, weil es hier unten am schönsten ist. Und was war am schönsten? Also man kann wirklich sagen, wenn du auf der Straße spielst, die Leute reagieren auf die Musik. Es ist mal nicht das Monetäre, sondern einfach der Applaus und die Komplimente und so. Und Freiburg war da einfach vorne mit dabei. Die Wetterkarte mal außen vor gelassen, aber die Reaktionen von den Menschen auf der Straße in Freiburg waren wirklich richtig toll. Und dann ist da noch der Mundenhof und Toni, das schottische Hochlandrind. Toni, hä? Jetzt geht's Gassi. Ja, jetzt geht's raus. Super. Ist es für Toni jetzt okay, wenn ich sie anleine? Ja, das ist okay für sie. Sie ist das ja von klein auf gewohnt und wurde hier großgezogen. Sie hat es eigentlich ganz gerne, mal rauszugehen. Manchmal eben, sie ist ja jugendlich, wie das dann in dem Alter so ist sie ein bisschen bockig und hat mal keine Lust, vor die Tür zu gehen. Aber grundsätzlich mag sie das gerne, mal was anderes zu sehen. Dann schauen wir mal, wie du heute drauf bist, Toni. Komm. Komm. No? Den Mundenhof als Tierpark gibt es seit 1968. Ich hatte hier schon als Kind meinen Spaß. Zurzeit sind hier etwa 30 Tierarten zu Hause. Jetzt zieht sie aber, du. Ja, jetzt wird sie ein bisschen vor. Was unterscheidet euch eigentlich von einem Zoo? Gibt es da einen Unterschied? Also erstmal grundsätzlich gibt es da keinen so großen Unterschied, weil wir auch ein Zoo sind. Also es gibt bestimmte Kriterien, die man erfüllen muss, um ein Zoo zu sein. Wir nennen uns nur nicht so, weil der Tierpark, also der Begriff Tierpark besser zu uns passt. Auch die Anlage passt besser. Dann Unterschiede sind natürlich, also wir sind aus der Landwirtschaft gekommen. Dementsprechend ist unser Konzept auch noch Haus- und Nutztiere aus aller Welt, weil hier das Know-how, sage ich mal, ist. Wir haben uns unsere Flächen so erhalten, wie sie halt sind. Also große Anlagen, große Flächen mit Offenstellen, möglichst viel Besuchernähe, sofern es halt eben geht, durch die Zäune. Und wir sind auch kostenlos. Also wir haben jetzt keinen Eintritt. Und dementsprechend ist bei uns einfach die Anlage anders. Und Kinder finden es immer noch klasse. Kinder finden es super. Guck mal, die Schönen. So, gutes Futter. Ja, frisches Heu für die Kleinen. Die sind ja sowas von putzig. Ja, das sind ja echt scheue Tiere, ne? Aber im Prinzip spricht es wieder für sie, dass sie Menschen nicht so gewohnt sind, ne? Ja, also sie sind Menschen schon gewohnt. Also die Tierpfleger, die kommen ja jeden Tag und machen hier sauber und kümmern sich um die. Aber das Fremde mitten bei ihnen im Stall stehen, das mögen sie nicht so. Und das mögt ihr auch nicht, weil das ist eben auch, dass die Tiere selber entscheiden können, ob sie kommen oder nicht. Ja? Genau, das ist eigentlich nicht so gewollt. Wir haben ein offenes Konzept.
Also der Mundenhof mag das schon, dass die Besucher möglichst nah an die Tiere rankommen. Aber halt eben dann, wenn die Tiere es wollen. Also wir haben ja offene Zäune, wir haben keine Gräben, die die Tiere fernhalten. Aber die Tiere kommen, wenn sie was von den Menschen wollen. Dann kann man sie auch streicheln, wenn sie wollen. Aber halt eben, dann ist auch wieder gut. Und es sollte nicht umgekehrt sein, dass die Menschen zu den Tieren gehen. Möhrchen magst du auf jeden Fall. Du bist bestechlich, hä? Ja, so kriegt man ganz schnell Aber die Scheue. schönes, dickes, weiches Fell, hey. Ja. Was sind das für Ziegen? Das sind Kaschmirziegen. Ah. Und genau dieses Weiche, also das sind die Ziegen, von denen man normalerweise eben auch die Kaschmirpullover macht. Und die werden dann nicht geschoren, wie man das bei Schafen macht, sondern die werden gekämmt. Und die Unterwolle, die nimmt man dann für die Kleidung. Und das macht es auch so teuer. Dann würde ich sie jetzt lieber mal nehmen. Aha. Weil wir müssen mal schauen, wie die aufeinander reagieren. Die kennen sich so noch nicht. Sind beide recht temperamentvoll. Aha. Und wir wollen ja nicht, dass irgendwas passiert. Nee. Guck mal, sie beäugen sich. Und wer bist du? Das ist die Anupi. Anupi? Ja. Aha. Ein Pferd? Ah, oh. Ah, jetzt wird's spannend, hä? Ja, beschnuppern reicht ja vielleicht auch für den Anfang. Schönes Tier. Was ist das für ein Pferd? Das ist ein Dülmener. Das ist ein deutsches Wildpferd sozusagen. Und da unser Konzept halt eben Haus- und Nutztiere aus aller Welt sind und dazu natürlich auch Deutschland gehört, wollten wir jetzt auch oder haben extra geschaut nach einer Pferderasse, die es hier in Deutschland gibt, die allerdings auch noch Wildpferdeblut in sich hat. Und da sind wir auf die gekommen, weil wir gerne im Mundenhof auch eben Wildtiere neben Haus- und Nutztiere stellen, um die Veränderungen zu zeigen, um zu zeigen, warum eigentlich man erkennt, ob ein Tier ein Haustier ist oder nicht und was halt auch im Verhalten her die Unterschiede sind. Wo sind jetzt die Unterschiede? Na, typische Wildmerkmale sind vor allen Dingen hier die Mähne, sieht man. Ist jetzt keine richtige Stehmähne mehr wie bei echten Wildpferden, aber man sieht, dass da noch das wilde Blut drin ist, weil sie so ein bisschen strubbelig aussieht. Dann auch die Färbung an sich, sie ist ja so Falbenfarben. Dann vor allen Dingen der Aalstrich im Nacken, der geht ja vom Hals über den ganzen Rücken bis hinten zum Schwanz. Oder auch die dunklen Beine, bei anderen Wildformen hat man noch gestreifte Beine. Da sieht man halt ganz typisch das wilde Blut, was noch in ihr ist. Oh, thinking about our younger years. It was only you and me. We were young and wild and free. Wenn der Tag langsam geht und der Abend kommt, spazieren die Freiburger und Freiburgerinnen auf den Schlossberg. We've been down that road before. It's over now. Keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, finding it hard to believe we're in heaven. Hier trifft man sich. Hier lässt sich der Frühling genießen. Das ist kein Geheimtipp. Der Schlossberg steht wirklich in jedem Reiseführer. Und was soll ich sagen? Zu Recht. Und völlig zu Recht ist Freiburg der Reisetipp für alle, die den Frühling lieben. Isn't too hard to see.